Ja, guten Morgen zusammen. Ich hoffe, euch geht's allen gut. Wir sind heute wieder in Port Klang angekommen und ich kann euch vielleicht kurz zeigen, weshalb ich euch hier an Bord empfange. Hier hinten stehen alle an und warten, bis wir freigegeben sind von den Behörden und somit alle raus dürfen. Ja, das heißt für mich auch, ich bin definitiv einem der ersten Ausflüge, die hier von Bord runtergehen. Mal schauen, ob wir rechtzeitig am Bus sind, aber die warten natürlich alle auf uns. Also alles gut. Was kann ich sagen? Heute was Spezielles. Ich habe das eigentlich schon die erste Reise gebucht, wurde mir aber damals dann gecancelt. Und zwar geht es heute nicht nach Port Klang, nach Kuala Lumpur, wie sonst jetzt die letzten 2 Reisen für euch, sondern wir fahren in eine Region, ich glaube, das heißt sowas wie Sichuan oder sowas. Und wir besuchen dort einen Tempel und ein Reismuseum und ein Reisfarmer. Da können wir angeblich selber Hand anlegen, selber versuchen Reis zu pflanzen und. Also darauf bin ich echt richtig gespannt, vor allem weil ich ja das eine Mal, ich weiß gar nicht, wo das war, in Vietnam eventuell, könnte sein, so dass gelernt habe, wie vielfältig Reis hier eigentlich verwendet wird. Also wirklich der Reis selber und dann aber auch die Hülsen davon wiederum als Feuermaterial, das abgebrannte dann wiederum aber als Dünger und so weiter. Also echt, ich bin richtig gespannt, was wir hier heute alles sehen und alles lernen. Ich freue mich echt richtig darauf, mal wirklich was anderes gerade. Kuala Lumpur, good morning. Gerade bei Kuala Lumpur habe ich echt eher das Problem, dass halt viele Ausflüge an dieselben Orte gehen. Wir haben so gefühlt ihre 10 Highlights in Kuala Lumpur und weil es halt eine lange Hin- und Herfahrt ist, macht man dann nicht nur 1, 2, sondern man versucht dann immer so 5, 6 Highlights abzuklappern und dadurch sind viele Touren bei denselben Highlights. Und das hier ist echt was ganz, ganz anderes. Wir fahren einfach nicht nach Kuala Lumpur, von dem her, ich freue mich richtig. Jetzt mal schauen, was losgeht und viel Spaß beim Filmen. Ja, hallo zusammen. So, wir waren gerade in dem Tempel drin. Leider ist da drin komplettes Film- und Fotoverbot. Das respektiere ich natürlich auch ohne Probleme. Von dem her habt ihr jetzt aber echt nichts gesehen. Was kann ich aber erzählen? Also es ist echt ein wunderschöner Tempel mit vielen Säulen drin. Mehr
Gottheiten hier drin, habe ich das Gefühl, angeboten oder gebetet als in anderen Tempeln, die ich sonst kenne. Es ist auch ein sehr einzigartiger Tempel, wie man so jetzt gelernt hat. Also ich glaube einzigartig hier in Malaysia und insgesamt gibt es nur 3 noch in Indien oder irgendwie sowas und sonst gibt es dies auf diese Art und Weise nicht. Also wirklich eigentlich was sehr, sehr Spezielles, was sehr, sehr Cooles. Wir haben wieder extrem viel erfahren über all die anderen Sachen rundherum. Also echt war eigentlich eine sehr lehrreiche Runde, hat viele wirklich sehr schöne Statuen. Hier eigentlich kaum mit Farbe bis gar nicht, also nur eine Gottheit ist hier in Farbe, alle anderen ist einfach in diesem Stein, das ihr jetzt auch hier im Hintergrund seht. Echt mal was anderes, gerade sonst sind ja diese hinduistischen Tempel richtig bunt, das findest du hier echt nicht. Nee, war echt richtig toll, war richtig schön. Wie gesagt, tut mir leid, ich konnte euch leider nichts zeigen und jetzt geht's weiter. Ja, hallo zusammen. So, wir sind in der Töpferei angekommen und ich muss das, glaube ich, irgendwie ein bisschen erklären. Nur auf dem Video sieht man das einfach zu wenig. Also das sind an sich wie so Formen, die vorgegeben sind und die nimmt man dann, macht sie in diese Maschine rein, nimmt diesen Lehm oder Ton oder was auch immer, nimmt das, macht das da rein und hat so eine Vorlage, um runterzudrücken und dann aber zu formen und zu machen und. Das geht unglaublich schnell und wenn sie dann fertig sind, sehen sie im Moment irgendwie so aus. Da dieser hier, also dieser hier, da ist schon bereits drin. Das heißt, der ist jetzt noch feucht. Der wird dann, vorher habt ihr es gesehen, in diese Brennanlage getan, wird dann da ausgehärtet. Also echt krass und das geht gefühlt, also die braucht keine Minuten für einen Topf und der ist schon bereits fertig. Also krass, wie schnell das gemacht wird. Und das halt auf allen unterschiedlichen Größen. Also hier hinten werden ganz kleine gemacht, hier so die mittleren Töpfe, hier werden schon viel größere Töpfe gemacht. Also echt, wow!
Ja, hallo zusammen. So, ihr seht, wir sind gerade im Museum sozusagen unterwegs. Es ist an sich eine Veranschaulichung, wie man früher hier Reis angebaut hat, mit dem Ochsen, mit den Werkzeugen von dazumals, wie sie dann gestanzt wurden, hier getrocknet wurden, zum Teil mit diesem Handlüfter, vielleicht habt ihr es gesehen. Hier wurde dann auch nochmal gestanzt und. Man hat hier hinten eine Liste, wann welches Jahr, welcher Typ Reis gepflanzt wurde. Ja, also das ist so ein kleines Museum. Es geht jetzt noch weiter, ich lasse mich noch überraschen, was noch kommt. Danach sollen wir wirklich angeblich selber noch Reis pflanzen können, die wollen. Dann bin ich natürlich sofort dabei. Ich hoffe, ich kriege 1, 2 Fotos dafür, wo ihr mich pflanzen seht. Und dann ist das leider auch schon wieder vorbei. Aber es ist echt was cool, ist echt mal was ganz anderes jetzt gewesen als Kuala Lumpur. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich verabschiede mich schon mal, aber schaut unbedingt weiter, das wird sicher noch cool. Also danke vielmals, dass ihr dabei wart und man sieht sich.